Hallo, willkommen bei Heffilms. Mein Name ist Heiko und ich zeige euch heute mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Eine Sache gleich vorweg. Was ist das Wichtigste, was man beim Erstellen von visuellen Effekten braucht? Richtig, eine Tasse Kaffee. $1 Million Boy wants to connect two separate domino fields with this amazing portal gun. It's unbelievable, but it's true. Wir hatten vor kurzem eine interessante Anfrage von dem Kanal $1 Million Boy gekriegt. Bei ihm dreht sich alles um das Thema Dominosteine, wie man schön sehen kann. Und oft hat er in seinen Clips auch einen Bezug zu Videospielen. Und in seinem neuesten Clip wollte er das Thema Portal 2 aufgreifen. Und dieses Mal wollte er aber was mit Effekten haben. Also visuelle Effekte, die das Ganze aufwerten. Und die Idee dahinter war, dass er zwei verschiedene Felder von Dominosteinen miteinander verbinden wollte. Und zwar in Form von dem bekannten Effekt, dass man zwei Portale hat. Das eine startet das Ganze, das andere ist das Zielportal. Und dann sollte ein Dominostein quasi durch das Portal fliegen und von dem einen Feld zu dem anderen kommen. Dass man das Ganze natürlich nicht praktisch in echt lösen kann, ist klar. Und deswegen wollte er halt das Ganze mit einem visuellen Effekt lösen. Um das Ganze stilgerecht umsetzen zu können, braucht er natürlich jemanden, der sich mit visuellen Effekten auskennt. Und da kamen wir dann ins Spiel. Der eigentliche Effekt der Portale war nicht das große Problem an dem Clip, das ging eigentlich relativ zügig. Und das getimte Anstarten, wo der eine Stein herunterfällt und das zweite Feld dann quasi angestartet wird, war eigentlich auch nur ein reiner Splitscreen-Trick. Das heißt, wir haben einfach zwei Versionen des Videos zusammenkopiert und durch Masken das Ganze kaschiert, dass man eben nicht sieht, wie das zweite Feld von Hand angestartet wird, um dann eben die beiden Felder zu kombinieren. Was das eigentliche Hauptproblem bzw. die Hauptherausforderung war, war die Tatsache, dass wir kein Replika-Modell von der Portal Gun selbst für den Dreh hatten. Das heißt also im Endeffekt ist in beiden Clips, also der Clip von uns mit Patrick und der Clip von $1 Million Boy, ohne diese Waffe gedreht worden und diese Waffe musste nachträglich per VFX dann noch in das Footage integriert werden. Wir hatten das große Glück, dass es die Waffe halt schon fertig als 3D-Model als Download gab, und zwar auf turbosquid.com zu einem sehr günstigen Preis. So mussten wir also nicht alles selbst modeln, sondern konnten diese Waffe fertig herunterladen und dann eigentlich nur noch texturieren. Das hat uns viel Zeit und Arbeit erspart. Jedoch das Integrieren in das Footage, das war dann die wirkliche Herausforderung, weil wir im Prinzip nur grob die Armbewegungen tracken konnten und dann mussten wir die Waffe noch von Hand quasi per Keyframe animieren, um die Bewegung, die Ausrichtung, die Drehung und so möglichst realistisch zu gestalten. Das Ganze haben wir in After Effects gemacht. Das 3D-Model habe ich in Cinema 4D vorbereitet und zwar im Endeffekt nur die einzelnen Layer der Waffe irgendwie aufgeteilt, damit ich dann später noch die Waffe quasi vor dem Arm und hinter dem Arm habe, weil der Arm ja im Endeffekt in die Waffe hereingreifen musste. Und die Waffe selbst haben wir allerdings dann in Element 3D von Video Copilot innerhalb von After Effects animiert und auch da die Texturen und alles gemacht, die Ausleuchtung. Das war sehr angenehm für uns, weil wir im Prinzip eigentlich komplett in After Effects arbeiten konnten, bis auf die kurze Vorbereitungsphase für die Waffe selbst. Und somit ist eigentlich der gesamte Clip im Prinzip in After Effects entstanden, also sämtliche Effekte. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch so. Und ja, schaut euch auf jeden Fall mal den Kanal von $1 Million Boy an. Der hat da einige sehr aufwendige Domino-Steinfelder gebaut und sehr interessante Bezüge zu den Videospielen auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Making-of gefallen und bis zum nächsten Mal.